Generell macht es mir beim Video- und Fotos machen einfach total Spaß, neue Perspektiven auf alte Dinge zu finden und ein bisschen herumzuspielen, was gut aussieht, was nicht gut aussieht, was gut wirkt, um eine Geschichte zu erzählen und was nicht. Hallo, ich bin Till und ich bin studentische Hilfskraft an der Pressestelle der TU Dresden. Meine Aufgabe ist es, das Social-Media-Team der TU Dresden bei der Umsetzung von Videoformaten zu unterstützen. Dabei helfe ich hauptsächlich beim Filmen und beim Schneiden von den Videos für YouTube und Instagram. Ich bin über eine Freundin dahin gekommen. Sie hatte sich nämlich auf eine von 2 offenen SHK-Stellen beworben und hat mir dann erzählt, dass es noch eine offene Stelle gibt und dass sie jemanden suchen, der filmen soll und schneiden soll. Und da war ich natürlich sofort dabei, weil das genau das ist, was mich interessiert. Und das passt auch super zu meinem Studium. Deswegen habe ich mich dann ein paar Tage später schon beworben. Ich studiere Medienforschung mit Ergänzungsbereichen Medieninformatik und Soziologie. Und gerade Richtung Video- und Fotoproduktion interessiert mich das total. Ich würde sagen, meine Arbeit unterscheidet sich dadurch, dass ich nicht nur am Schreibtisch sitze, sondern auch mal rauskomme bei den Drehs und auch einfach, dass ich relativ viel kreative Freiheit habe. Das ist mit sehr wenig Einschränkungen verbunden. Ich kann eigentlich machen, was ich für gut halte und bin da ziemlich frei. Jetzt sind wir in der Neustadt angekommen und drehen gleich die neue Alina testet, die Neustadt-Folge. Dafür haben wir uns jetzt am Ufer getroffen und bauen langsam auf und fangen gleich an zu drehen, um ein paar Bilder von Alina zu bekommen, wie sie am Elbufer ein bisschen Wikingerschach spielt. Und später geht es dann in die Neustadt, wo wir dann in eine Spielekneipe gehen wollen und da noch ein bisschen drehen wollen und ich filme das Ganze dann. Was wir heute Abend vorhaben und wie der Abend enden wird, das erfahren wir. Viel Spaß! Ja, heute ist jetzt auch der erste Dreh für die TU Dresden für mich. Das heißt, es ist auch was ganz Neues, das in so einem professionelleren Kontext zu erleben und zu sehen, wie sowas wirklich produziert wird im Endeffekt. Generell macht es mir beim Video- und Fotos machen einfach total Spaß, neue Perspektiven auf alte Dinge zu finden, wie jetzt hier zum Beispiel die Dresdner Skyline, die man schon total gut kennt, aber das jetzt nochmal in einem neuen Kontext mit dem Alina testet Dreh. Das ist das, was mir so beim Drehen sehr Spaß macht. Der Dreh läuft bisher echt gut. Wir sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen B-Roll aufzunehmen von den Spielern, wie sie Wikingerschach spielen. Und genau, es hat jetzt ein bisschen angefangen zu regnen, aber davon lassen wir uns jetzt nicht abhalten. Wir filmen weiter und dann mal schauen, wie es gleich noch so wird in der Neustadt. Ich bin mit 12, 13 zur Fotografie gekommen. Also habe ich irgendwann die Kamera einfach von meinen Eltern in die Hand genommen und im Urlaub immer viel Fotos gemacht. Und seitdem mache ich eigentlich gefühlt täglich Fotos und laufe mit der Kamera rum. Und habe mir dann irgendwann mit 16 oder so dann meine erste eigene Kamera gekauft. Zum Videomachen bin ich dann gekommen, als ich mit Freunden einfach Lust hatte, so kurze Filme zu drehen. Da sind wir dann einfach zu irgendwelchen Drehorten gegangen und haben so spontan Kurzfilme gedreht. Das hat dann total Spaß gemacht. Man kann meine Arbeit eigentlich in 2 grobe Teile aufteilen. Und zwar zum einen helfe ich eben bei dem Filmen von Videos. Das heißt, ich gehe dann mit auf Drehs mit Kamera und Gimbal und filme. Und der andere Teil ist dann eben das Schneiden. Also ich schneide dann die Videos zusammen für YouTube oder Instagram. Ich glaube, es könnte richtig cool sein, so einen Erasmus-Vlog zu machen. Ich glaube, sowas gibt es noch nicht. Und einfach mal so eine Woche von einem Erasmus-Studenten zu filmen, könnte bestimmt ziemlich unterhaltsam sein. Das würde ich dann auch gerne schneiden. Mich motiviert es, dass ich schon mal Berufserfahrung sammle und einfach auch ein bisschen für mich schaue, was mich interessiert und wo ich vielleicht gerne später mehr arbeiten würde. Und zum anderen tut es auch einfach gut, ein bisschen praktische Arbeit zu machen neben diesem sehr theoretischen Studium. Es wird sehr gut beachtet, dass man auch noch nebenbei studiert. Also wenn man Unitermine hat, dann ist es kein Problem, dass man da nicht arbeitet. Und auch in der Klausurenphase ist es total leicht, einfach zu sagen, ich habe jetzt weniger Zeit, ich arbeite lieber dann, wenn die Klausuren vorbei sind, ein bisschen mehr. Da hatte ich bisher keine Probleme eigentlich, das unterzubringen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in meine Arbeit geben. Wenn ihr das letzte Video von Auf Arbeit mitsehen wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr ein anderes Video von der TU Dresden sehen wollt, dann klickt hier. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen.